Ya Rabbi şükür tövbe estağfurullah. Tarikatına es-sohbe hayrun fi cemiya. Medet ya sultanul evliya, ya ricalallah, ya sahibul zaman, ya sahibul beyan, ya sahibul medet, ya sahibul imdat. Medet ya Şah-ı Merdan. Wir leben in einer Welt, Esbabul Hayat, der Gründe. Wir müssen, damit wir einen Baum bekommen in unserem Garten oder ein Apfelbaum, was Apfel gibt, müssen wir einen Samen sehen in die Erde. Aus diesem kleinen Samen wird dann der Baum in den Jahren und dieser Baum gibt dann Äpfel. Und so viel Arbeit stecken wir da rein. Ist es der Baum, der diese Apfel gibt? Ist es die Arbeit, die den Baum wachsen lässt? Was ist das Geheimnis des Baumes? Das Geheimnis des Baumes ist im Samen drin. Im Samen ist der Baum drin. In dem Samen. Alles andere sind Details. Die Bemühungen des Bauers, damit er einen Apfelbaum hat. So viel Arbeit, bewässern, unter der Hitze der Sonne und pflegen, aus dem kleinen winzigen Samen ein großer Baum heranwächst. Dabei hätten wir auch sagen können, wenn wir die Macht hätten, Abdul Kadir, Effendi, hätten wir all diese Mühe nicht uns machen müssen. Diese ganze Pflege und Bewässerung, wenn wir die Macht und Erlaubnis hätten, hätten wir dem Samen sagen können, Samen, öffne dich, sodass der Baum rauskommt. Hätte das gegangen? Wäre das gegangen? Ist es möglich? Wäre es möglich? Abdul Kadir? Für mein Begriff ist es unmöglich. Für Was? mich ist es unmöglich. Für dich ist unmöglich. Ja, weil du die Erlaubnis nicht hast. Und die Macht des Wortes sei, die Erlaubnis des Wortes sei. Wenn du Erlaubnis nicht hast, oder die Autorität, weil du die Autorität nicht hast, du kannst sei sagen und es ist nicht geseit. Da passiert nichts. Und alle Propheten kamen und sagten, ala Nebina a.s. Wir sind mit Vollmacht Gottes gekommen, Allahs. Wir haben Vollmacht. Was heißt Vollmacht? Wir können, wenn es sein muss, haben wir die Erlaubnis zu sagen, sei, es hat dann zu sein. Es muss sein. Weil wir Erlaubnis haben über das Sei. Die Macht haben über das Wort Sei. Und alles Ding muss sein. Du noch nicht. Weil du möchtest allein schaffen. Allein geht das nicht, Abdul Kadir Effendi. Einer muss dir die Erlaubnis geben. Du kannst dir selbst die Erlaubnis nicht geben, Abdul Kadir Effendi. Weißt du das? Immer muss die Erlaubnis von oben gegeben werden. Dir muss auch jemand die Erlaubnis geben, damit es auch für dich möglich ist.
was unmöglich ist. Wir hätten, wenn wir die Macht und Erlaubnis hätten, die Autorität, himmlische Autorität, dann hätten wir nicht so viele Jahre eigentlich verschwenden müssen, um einen Baum heranwachsen zu lassen und damit es Früchte gibt. Wir sehen hier einen Baum, sagen wir, du bist schon 70 Jahre alt, alter Mann, was machst du? Was machst du da? Ich sehe einen Baum. Was für ein Baum? Ein Apfelbaum. Ja, aber das wirst du nie erleben, dass es heranwächst und Früchte gibt. Ja, ich nicht, aber meine Kinder, vielleicht Enkelkinder, sagt er dann. Für ihn ist es unmöglich. Diese Zeit des Heranwachsens des Apfelbaums zu sehen, dass er die Früchte zu sehen bekommt, ist für ihn wahrscheinlich unmöglich, aber er macht es für seine Kinder. Aber wenn er die Autorität hätte, zu sagen sei, dann hätte er diese Jahre nicht gebraucht. Er hätte auch selber sehen können, die Früchte des Baumes. Er hätte nur den Samen sagen können, sei ein Baum. Wäre das gegangen, wenn er eine Autorität hätte, Abdul Qadir? Sei ein Baum? Wenn man der Erlaubnis hat. Natürlich. Salih a.s., der Prophet, man verlangte von ihm, wenn du ein jemand bist, der mit Autorität ist, himmlische Autorität, sagte sein Volk, dann wollen wir den Beweis dafür haben. Da ist das Felsen. Ja, und lass aus dem Felsen ein Kamel rauskommen, das schwanger ist. Kennst du die Geschichte? Na, dann erzähl weiter. Nee, ein bisschen. Das schwanger ist. Und dann soll es ein Kind sofort zur Welt bringen, ein Baby. War das ein Kamel oder Kuh? Das war ein Kamelstute, Kamel. feminin. Und dieser Kamel soll auch so aussehen. Einmal gelb, einmal rot, einmal blau und so weiter. Unterschiedliche Farben muss es noch haben. Die haben das Unmöglichste verlangt von dem Propheten. Stimmt das? Oder nicht? Das ist unmöglich. Ja, die haben das so einen Wunsch geäußert und dann noch diese Kamel sollte einen Fuß so haben, einen Fuß so haben und solche Farben haben. So ein Kamel gab es nicht. Und aus dem Felsen noch raus. Und dann noch schwanger muss es sein. Und dann sofort ein Kind rausbringen. Und der Prophet sagte, was ist, wenn alles passiert? Glaubt ihr mir dann? Ja, dann. Aber wer, ihr glaubt mir nicht dann. Dann passiert ein Untergang. Weil das ist kein Spaß mit einem Propheten. Ihr verlangt ein Wunder. Und wenn ihr dann trotzdem nicht geglaubt habt, habt ihr ihn verarscht, dann erlebt ihr euer Wunder, blaues Wunder. Ihr werdet untergehen, das ist die Strafe. Und dann kam Jibril a.s. und sagte, oh, du Gesandte Gottes, zeig einfach auf den Felsen und sag, sei ein Kamel oder lass ein Kamel rauskommen. Er musste nur sagen, öffne dich, Sesam. Sesam öffnete sich und Kamel kam raus. Genau erwünschte Farbe, schwanger. Was für dich, Abdul Qadir, und für mich unmöglich ist, für jemanden, der die Autorität hat, zu sagen, sei, die Macht über das Wort hat, sei. Für ihn ist es möglich. Du hättest da tausende Jahre stehen können vor dem Felsen, dass ein Kamel da rauskommt. Da kommt ein Abdul Qadir raus, vielleicht aber kein Kamel. Das ist auch kein kleines Wunderschiff, ja. Wenn dein Vater, nee, deine Mutter, die Macht hätte, zu sagen, oh, du Samen des Vaters, seines Vaters,
lass uns nicht quälen mit deinen Geschreie und Pflege. Sei Abdul Qadir, komm als Abdul Qadir. Und Abdul Qadir kommt mit Bart und schon raus, schon so. Aus dem Bauch des Mutters. So. Wäre das gegangen? Ja. Und wir hätten so viele, die Eltern hätten so viele Jahre gespart mit dir und deiner Pflege. O du Baum, o du Samen, sei ein Baum. Das Geheimnis des Baumes ist im Samen drin, verborgen. Der Baum ist schon da drin. Der Baum ist schon da drin, hat schon Äpfel. Aber wir müssen das erstmal auf diese Stufe bringen, was schon in dieser Stufe war, auf diese Stufe. Das müssen wir, das sind Gründe. Asbabul Hayat, eigentlich braucht man das nicht. Das ist alles, was Gründe dieser Welt, diese ganzen Details, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Existiert nicht, Abdul Qadir. Dich hat es immer so gegeben, nicht als Baby. Als Baby hat dich nur als Baby gegeben. Als der Junior hat dich als Junior gegeben. Du bist immer so gewesen. Als Baby warst du immer so gewesen. Das sind interessante Bilder und Wahrheiten. Wir haben so viele Wahrheiten. Welche sind wir? Welches von diesen Bildern sind wir? Was sind wir wirklich? Sind wir das Baby da oder sind wir der Jugendliche da oder sind wir der alte Mann da? Wer sind wir wirklich? Was sind wir wirklich? Wir haben so viele Gesichter. Genau das, erkenne dich selbst. Erkenne mich, sagt der Herr. Der Mensch hat so viele Gesichter. Welches von ihm ist er? Welches von diesem Gesicht ist er? So, Allah hat viele Gesichter. Welches ist er? Keiner. Keines davon ist er. Er ist der eine und einzige Unbekannte. Die Gesichter sind nur Gesichter. Masken. Masken. Er macht, damit er ein Gesicht bekommt, macht er eine Maske und er wird sichtbar. Es gibt diese Filme nicht. Macht er und dann wird er sichtbar. Wenn er die Maske weg, sieht man ihn nicht mehr. Masken. Ich bin er. Wer bist du? Er. Wer ist er? Ich bin Napoleon, ich bin Waterloo, ich bin das, ich bin dies. Nein. Wer bist du wirklich? Masken. Das ganze System, ganze Schöpfung ist Wunder. Beruht auf ein Wunder, alles andere sind Fata Morgana. Illusion. Alles eigentlich passiert durch Wunder, es ist auf Wunder passiert. Wundervoll. Es gibt nur Wunder, jeden Moment gibt es ein Wunder. Die Details dieser Asbabul Hayat, das gibt es in Wirklichkeit nicht. Physikalische, das Physische gibt es nicht. Es ist alles ein Wunder. Wie kann es sein, mit Logik, dass aus dem kleinen Winzigen ein Baum wird? Das ist doch nicht normal. Wer es glaubt? Wenn man die Zeit verkürzt, ineinander verschrumpft hat, zusammengeschrumpft hat, dann dieser ganze Werdegang. Aus dem Samen kommt der Baum. Sofort. Samen, öffne dich und der Baum ist rausgekommen. Das ist Wunder. Aber um das Wunder zu verstecken, Allah macht das in Teile, Zeitteile. In Zeiteinteilung. Langsam. So, dass du denkst, so wächst das. Nein, eigentlich ist das so. Das hier, dazwischen gibt es nicht. Das ist eine Wahrnehmung. Es gibt sie nicht. Sei ein Baum. Deshalb, wenn man schwer krank ist und die Doktors können nicht helfen, sagen die Doktors, auch wenn sie Atheisten sind, müssen sie das sagen. Und wenn es einen Gott gibt, dann ein Wunder kann dir helfen. Ich kann dir nicht mehr helfen, sagen sie. Wir können dir nicht helfen, ein Wunder kann aber dir helfen. Und dann sagt man, oh, ein Wunder ist passiert, mein Tumor ist zusammengeschwommen und dann nichts mehr da.
Aber um ein Wunder zu sehen bekommen, muss man Gott glauben, Gott vertrauen. Und sie haben gesagt, zu allen Propheten haben ihre Völker gesagt, na, wenn du wirklich himmlische Autorität hast, zeig es, beweise es. Was uns für Menschen nicht möglich ist, mach es. Sie haben immer, was für sie unmöglich war, von einem Menschen, der gesagt hat, ich habe himmlische Autorität verlangt, na dann zeig das. Zeig, was uns nicht möglich ist, dass es dir möglich ist. In einem Kampf, ein Sahaba hatte seine Hand verloren. Er kam mit seiner Hand, das abgeschnitten war, zu Sayyidina Mohammed, oh Mohammed, meine Hand ist abgeschnitten, sagte er. Sayyidina Mohammed hat seine Hand gelangt, puh, hat mit seinem Spucke gemacht und das war wieder dran. Passiert. Und er konnte weiter mit seiner Hand arbeiten und Schwert tragen. Das kann man, wenn man himmlische Autorität hat und wenn man Allah sich anvertraut hat. Möge Allah uns mit solchen Leuten zusammenbringen. Wenn wir nicht selber was möglich machen können, was uns unmöglich ist, dass diese Menschen möglich ist, dass sie uns unterstützen und die Aufrichtigen, die Salihin, Siddiqin, die Vertrauenswürdigen, die Awliyas, die haben diese Autorität. Und die meisten machen das in Zeit versetzt. Diese Wunder, es kann nicht sein, dass man mit einem wahren Scheich zusammen ist und kein Wunder erlebt hat. Man erlebt das nonstoplich, aber so undurchsichtig, dass man das gar nicht wahrnehmen kann und plötzlich war es schon da, der Wunder. Ist passiert, aber du hast es nicht wahrgenommen, weil du unachtsam warst. Dabei passiert nonstop, wenn man mit einem wahren Menschen zusammen ist, passiert nonstop ein Wunder. Aber der Schüler schläft. Der Scheich spricht wahr, der Schüler versteht falsch, sagt der Großscheich. Der Scheich zeigt so viele Dinge, der Schüler schläft, hat nichts mitbekommen. Nicht, Rudi? Ja. Möge Allah uns zu dem Wachsamen machen, Achtsamen machen und die alles mitbekommen, sodass wir weiterkommen, inshallah, hier und hier nach.